Gute Nachrichten aus den USA. Dort kann man wieder tatsächlich anonyme Gesellschaften gründen. Das Transparenzregister, der Corporate Transparency Act, wurde vom amerikanischen Finanzministerium endgültig gekippt. Die Hintergründe dazu werde ich dir in diesem Video einmal näher erläutern. Der Corporate Transparency Act war am 01.01.2024 in Kraft getreten. Es handelt sich dabei eben um ein Transparenzregister nach europäischem Vorbild. Also mussten alle Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten bzw. jene Personen, die zumindest 25% wirtschaftlich berechtigt waren, sogenannte Beneficial Owner, Begünstigte, an eine Regierungsdatenbank melden, die von der FinCEN-Behörde hier bereitgestellt wurde. Dort mussten dann detaillierte Angaben letztlich zu dieser Person der FinCEN gemeldet werden, eine Passkopie, Name, Adresse etc. pp. Wie gesagt, wir kennen das Ganze ja schon aus der Europäischen Union. Jedes Land in der EU und auch Länder wie die Schweiz, UK oder Liechtenstein, die ja nicht in der EU sind, haben entsprechende Register. In den USA war das Register nicht öffentlich zugänglich, aber ansonsten eben wurden dort die gleichen Informationen letztlich vorgehalten, wie sie auch in Europa vorgehalten werden. Uns wird ja hier immer vorgegaukelt seitens der Regierung, dass solche Register etabliert werden, um hier die Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und ähnliche Aktivitäten zu unterbinden. Aber jeder klar denkende Mensch weiß natürlich, dass das nicht der wirkliche Grund ist. In Wirklichkeit geht es um staatliche Kontrolle. Hier will man als Staat genau wissen, wem welche Firma tatsächlich gehört, wer an welcher Firma tatsächlich beteiligt ist, um natürlich dann basierend darauf Steuern zu erhöhen. In Europa gibt es solche Systeme jetzt ja nun schon seit ungefähr 10 Jahren und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass gerade jetzt in den letzten Jahren die Forderungen nach einer Vermögenssteuer hier von allen möglichen, vor allen Dingen Kräften im linken Spektrum, laut geworden sind. Und hierbei wird eben immer wieder auch auf die Transparenzregister verwiesen. Dort hat man natürlich nun sein wahres Gesicht gezeigt. Personen, die Vermögenssteuern befürworten, verweisen eben immer auch auf diese Transparenzregister und sagen, nun, dass wir ja diese Information haben, lässt sich ja die Vermögenssteuer sehr effizient letztlich ermitteln. Früher war das nicht möglich, da gab es alle möglichen anonymen Strukturen, Stiftungen, Treuhandgesellschaften und so weiter und so fort. Mit den Transparenzregistern ist das nicht mehr möglich und damit wird natürlich der Ruf nach Vermögensbesteuerung laut, wenigstens in Europa. Wie gesagt, die USA sind dann dort auch nachgezogen irgendwann, aber der Corporate Transparency Act hatte schon seit seiner Einführung rechtliche Probleme. Hier gab es in den letzten 12 Monaten ein laufendes Hin und Her. Wenn du diesem Kanal folgst, dann hast du wahrscheinlich die verschiedenen Videos gesehen. Mal hat ein Gericht entschieden, dass er nicht verfassungsgemäß ist, dann wurde er wieder eingesetzt und so weiter und so fort. Es gab eben ein Hin und Her. Jetzt hat die neue Trump-Regierung unter Finanzminister Bessent aber definitiv entschlossen, der Corporate Transparency Act gilt nicht. Amerikanische Unternehmen, also zum Beispiel deine amerikanische LLC, deine amerikanische Inc., muss hier keine Daten mehr abliefern an die Behörde. Letztlich muss man natürlich sagen, dass ein solches Gesetz hier durch das amerikanische Parlament beschlossen wurde. Das heißt also, die Exekutive, in diesem Fall das Finanzministerium, kann natürlich nicht einfach sagen, dass dieses Gesetz jetzt außer Kraft ist. Da laufen auch noch verschiedene Anstrengungen momentan gerade im Parlament gegen Gesetzesentwürfe und auch beim Verfassungsgericht ist noch eine Klage hängig. Aber das Finanzministerium kann natürlich schon sagen, dass Verstöße gegen bestimmte Fristen zum Beispiel nicht mehr geahndet werden, dass es also letztlich egal ist, ob man Informationen einreicht oder nicht. Und genau das ist jetzt passiert. Nur noch ausländische Unternehmen, die in den USA eine Niederlassung betreiben, müssen nach wie vor dort ihre Beneficial Owner Informationen einreichen, alle anderen nicht. Das heißt also, dass auch in Zukunft tatsächlich natürlich anonyme Firmengründungen wieder möglich sind. Das heißt für uns zum Beispiel konkret, wir gründen ja viele LLCs für Mandanten, dass du uns nicht mehr deine Ausweiskopie schicken musst, denn wir werden ab sofort auch keine Eingaben mehr in das FinCEN-System machen. Wir werden keine Beneficial Owner Informationen mehr registrieren mit den Behörden in den USA. Bisher haben wir das für alle Mandanten gemacht als Teil unserer Dienstleistung. Ab sofort werden wir es nicht mehr tun. Insofern brauchen wir auch von dir keine Ausweiskopie mehr, wenn du uns mandatierst für eine Firmengründung. Sicherlich, das ist für viele ein kleiner Schritt, aber es geht ja bei solchen Fragen auch ums Prinzip. Und natürlich bei der Kontoeröffnung wirst du natürlich nach wie vor hier deinen Ausweis an die Bank übermitteln müssen und dich ausweisen müssen. Das ist ganz klar. Ja, aber wenigstens
gegenüber der Regierung musst du dich hier nicht mehr ausweisen. Man kann wieder echte anonyme Firmen in den USA gründen. Das ist natürlich besonders attraktiv, denn in den meisten Bundesstaaten werden ja auch die Eigentümer von Gesellschaften im Grunde genommen nicht im Handelsregister veröffentlicht. Wir gründen ja für dich LLCs in Colorado, New Mexico, Delaware und Wyoming. Dort sind die Gesellschafter anonym, werden also nicht veröffentlicht, während in Texas und Florida die Gesellschafter veröffentlicht werden. Für manche ist das Thema Anonymität natürlich nicht wichtig. Im Gegenteil, manche wollen sogar, dass ihr Name dort bei dem Unternehmen erscheint. Auch das ist ja gut, da hat man seine eigene Strategie. Also das heißt, wenn du Anonymität möchtest, dann kannst du einen entsprechenden Bundesstaat auswählen. Wenn du keine Anonymität brauchst, sind eben auch die anderen Bundesstaaten Nevada, Texas oder auch Florida, die wir anbieten, natürlich genauso gut. Aber selbst dann, wenn der Name da erscheint, muss man eben dennoch keine Ausweisdokumente einreichen und man muss eben auch keine Ausweisdokumente mehr an FinCEN senden. In den USA ist es ja auch so, dass Steuerberater und Rechtsanwälte und ähnliche Dienstleister ihre Kunden nicht identifizieren müssen. Anders als in Europa. Wenn du in Europa einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt mandatierst, dann musst du dich ja ihm gegenüber ausweisen. Er braucht eine Ausweiskopie von dir, manchmal sogar einen Adressnachweis. Auch das ist in den USA nicht der Fall. Das heißt, auch jenseits des Kontexts der Firmengründung, wenn es nur um Beratung geht und so weiter, musst du uns natürlich hier keinen Ausweis zusenden. Wenn es also um den Schutz der Privatsphäre geht, ist das natürlich ziemlich gut, weil man dann schon mal weiß, dass die persönlichen Daten und Dokumente eben nicht so im Internet, sage ich mal, hier rumfahren. Selbst wenn auf sichere Datenhaltung natürlich auch bei uns hier sehr großer Wert gelegt wird, das ist klar. Es geht ja, wie gesagt, ums Prinzip. Also, das heißt, die USA, sie kann man tatsächlich weiterhin sehr empfehlen. Wenn dir Anonymität wichtig ist, wenn dir deine Privatsphäre wichtig ist, sie nehmen ja auch nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teil. Viele in der Compliance-Branche und viele, die natürlich hier den Staaten stark, den gläsernen Bürger hier propagieren, sind natürlich hier erbost und sagen nun, dass die USA zum Mekka werden für Geldwäscher, Terrorismusfinanzierung und alle möglichen anderen Geschäfte. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Sicherlich Missbrauch gibt es immer, aber die überwiegende Anzahl der unternehmerischen Tätigkeit auch in den USA ist natürlich völlig legitim. Das heißt, dieses Problem hier der Kriminalität jetzt aufzubauschen, ist völlig überzogen. Und da gibt es ja auch andere Wege, diese zu verhindern, als jetzt hier ein totales Kontrollsystem einzuführen, von welchem dann jeder unbescholtene Bürger betroffen ist. Wenn das Thema US-LLC im Kontext einer Auswanderung auch für dich interessant ist, dann würde ich dich gerne einladen, zu einem unserer Braveheart LLC-Seminare nach Edinburgh zu kommen. Termine findest du auf unserer Webseite. Dabei erklären wir dir innerhalb von 1,5 Tagen alles, was du wissen musst, um diese LLC steuergünstig, steuerfrei, steueroptimiert und rechtssicher im Ausland zu verwenden als Auswanderer. Und das Beste ist, du bekommst von uns ein LLC-Paket im Wert von $2.500 geschenkt, wenn du an dem Seminar teilnimmst. Da ist alles drin. Gründung der Gesellschaft, Betreuung über ein Jahr, Kontoeröffnung, Steuernummer etc. pp. Alles dabei. Schau dir die Details auf unserer Webseite an. Oder aber, wenn du anderweitig Beratung benötigst, dann freue ich mich natürlich, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ebenso natürlich auch der Link zu dem Event in Edinburgh. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.